Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors-Video, in dem wir uns heute, nachdem ich endlich mal dazu gekommen bin, die bisherigen Sticker einzukleben, den Füllstand des UEFA Euro 2024 Sticker-Albums von Topps anschauen wollen. Ich hatte das ja während der bisherigen Videos schon gesagt, dass wir nach den ganzen, in Anführungszeichen, kleinen Produkten mal einen ersten Cut machen wollen, um dann zu schauen, wie sich auch so das Verhältnis im Vergleich zu einer großen Displaybox darstellt, denn grundsätzlich sagt man ja immer, dass man mit einer kompletten Box sich deutlich weniger Doppelte einhandelt als mit vielen kleineren Produkten. Ob das so ist, werden wir uns dann am Ende des Videos in der Zusammenfassung nochmal anschauen. Jetzt wollen wir aber erstmal einen Blick in den aktuellen Füllstand des Albums werfen, nach dem Öffnen der Produkte, die ihr bisher hier auf dem Kanal sehen konntet. Heißt also die 3 Stickerpäckchen aus dem Starterpack, dann hat man einmal 10 einzelne Stickertüten bei der Vorstellung des Hardcover-Albums, das ihr im Bild seht. Und dazu kommen Multipack, Eco-Pack, Mega Eco-Box, Edeka Multipack und die Stickertin. So, und wie viele Sticker davon im Album gelandet sind, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Und ihr seht schon, ganz vorne hat sich noch nicht so viel getan. Das Topps-Logo war schon dabei, alle 3 von der rechten Seite bisher noch nicht. Dann haben wir die Seite mit den Stadien, das Ganze von Topps her mit diesen Grafiken im offiziellen Design der UEFA gelöst. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht, allerdings hätte ich mir parallel auch nochmal richtige Bilder der Stadien und Städte gewünscht. Ähnlich wie es dann hier bei diesen Seiten mit der Vorstellung der einzelnen Gruppenteilnehmer gelöst ist. Da haben wir ja dann immer Sehenswürdigkeiten aus den verschiedenen Ländern. Finde ich persönlich eine richtig schöne Sache, hätte mir das Ganze aber wie gesagt ein bisschen intensiver auch fürs Gastgeberland gewünscht, denn das ist ja schließlich das Land, was bei einem solchen Turnier dann auch im Mittelpunkt stehen sollte. So, ihr seht, diese Doppelseite hier ist noch komplett jungfräulich, denn ich habe bisher darauf verzichtet, alle Doppelsticker, von denen ich kein passendes Gegenstück habe, einzukleben, damit das dann später auch einigermaßen zusammenpasst. Ich kann euch die aber mal eben schnell zeigen. Alle die schon da sind, und ihr seht, das sind hier oben diese Gruppensticker, davon dann leider auch immer nur eine Seite vorhanden, also noch nichts, was zusammenpasst. Und dann haben wir natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten, hier die Gruppe A, da haben wir einen, der rein theoretisch zusammenpasst, aber wenn man das Ganze aneinander hält, ihr seht, das ist ziemlich verschnitten. Da hoffe ich dann also, dass ich da nochmal einen anderen bekomme, der ein bisschen besser drauf passt. Und ansonsten, ihr seht, immer nur eine Seite. Die andere fehlt dann. Da braucht es dann also noch ein paar Stickertütchen, um das passend hinzubekommen. Eine Sehenswürdigkeit hat gepasst. Die sehen wir nachher beim Durchblättern dieses Albums. Diese Doppelseiten dementsprechend also noch relativ leer. Anders verhält es sich dann mit den Topspielern aus den jeweiligen Teams. Ihr seht, bei der Gruppe A sind schon 2 Top-11-Spieler da und ein Player to Watch, was auch noch nicht drin ist. Und das kann ich euch auch noch mal zeigen, sind die bisher gezogenen Starspieler, denn da bin ich persönlich mir noch nicht ganz so sicher, welche Variante ich einkleben werde. Die mit Unterschrift oder die ohne. Hängt sicherlich auch so ein bisschen davon ab, welche ich zuerst vollständig habe. Auch die zeige ich euch mal eben schnell. Wir hatten bisher 3 ohne Signatur und bedingt durch diese kleineren Packs, wo ja immer ein Gold Signature Sticker garantiert ist, dann entsprechend mehr mit Signatur, insgesamt 6 Stück. Und die Entscheidung werde ich dann, wie gesagt, erst treffen, sobald ich die einigermaßen komplett habe. Aber bei dem, was man so hört, wird das wohl der schwerste Teil an dieser Kollektion sein, da Topps diese goldenen Star-Player im Verhältnis deutlich seltener in die Produkte gepackt hat als die anderen Sticker. So, das also diese einleitenden Seiten zu den Gruppen. Dann haben wir das erste Team und das ist das von Gastgeber Deutschland. Ich denke, auf diese ganze Lizenzproblematik müssen wir jetzt nicht nochmal näher eingehen. Das haben wir ja bei den ersten Videos zu dieser Kollektion schon abgehandelt. Was jetzt bei der Kadernominierung natürlich wieder hochkommt, ist, dass wohl insgesamt gerade mal 8 Spieler hier aus dem Album letztendlich im Kader dabei sind. Wird dann immer gerne benutzt, um nochmal so ein bisschen auf das Ganze drauf zu hauen. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt bedenkt, dass dieses Album Ende letzten Jahres Produktionsstart hatte, die wenigsten von uns hätten sicherlich den Kader zu dem Zeitpunkt vorausgesagt, der jetzt zur EM fährt. Natürlich spielt da auch noch rein, dass Topps nicht die Lizenzen für alle Spieler hat und daher hier beim deutschen Team ja auch mit Legenden auffüllen musste. Aber so wie Julian Nagelsmann den Kader umgekrempelt hat, hätte vermutlich kaum einer hier eine höhere Trefferquote gehabt. Was ich jetzt auch schon von vielen gehört habe, ist, dass da ja dann unbedingt ein Update-Set kommen muss. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich keine Kenntnis davon, dass sowas von Topps kommen soll. War, glaube ich, auch nicht geplant. Allerdings kann man das natürlich nie ausschließen, dass Topps damit kurzfristig dann doch noch um die Ecke kommt. Ich persönlich kann es mir zum aktuellen
aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Letztendlich wird das Ganze durch die Lizenzproblematik ja auch nicht viel besser, wenn Topstar jetzt ein Update-Set rausbringt und dann dadurch immer noch ein Drittel des Kaders fehlt. Dann ist das Geschrei am Ende ja sicherlich genauso groß, wie es zum aktuellen Zeitpunkt ist. Und das gilt ja nicht nur fürs deutsche Team, sondern auch noch für 4 andere, nämlich Italien, Frankreich und England, bei denen ja dann auch weiterhin gewisse Topstars fehlen werden, was dann ja wiederum die gleichen Diskussionen auslöst, die wir ja jetzt bei der aktuellen Version schon haben. So, damit haben wir das Thema Update-Set, glaube ich, auch abgehandelt. Wie gesagt, ausgeschlossen ist nichts. Bei Tops weiß man nie so genau, womit die manchmal kurzfristig um die Ecke kommen. Aber wir schauen uns jetzt mal das restliche Album an. Haben hier das schottische Team, Ungarn. Und ihr seht von allen bisher ein bisschen was dabei. Aber ein Großteil der Sticker fehlt natürlich noch. Denn wenn man die Produkte zusammenrechnet, die wir uns bisher in den Videos angeschaut haben, waren das knapp 60 Stickertüten. Macht rund 350 Sticker. Und bei über 700 Stickern, die diese Kollektion hat, ist das ja gerade mal die Hälfte. Und bei diesen 350 Stickern geht natürlich auch noch einiges an Doppelten ab. So, wir kommen zur Gruppe C. Bei den Vollstickern habe ich grundsätzlich auf die Standardvariante gesetzt. Die Parallels kommen bei mir auf jeden Fall nicht ins Album. Das kann aber natürlich jeder selbst entscheiden, wie er das handhaben möchte. Ich habe auch schon Alben gesehen, die entsprechend bunt geleuchtet haben, weil diejenigen ihre Parallels dann eingeklebt haben. Wenn einem das besser gefällt, dann kann man das natürlich auch tun. So, da haben wir hier die Dream Team Seite. Die wird bei mir wahrscheinlich auch leer bleiben. Abgesehen von diesen beiden Stickern mit dem Maskottchen und der Unterschrift von José Mourinho. Dann haben wir die Gruppe D, wo wir zum ersten Mal diese kleinen Star-Player-Sticker sehen von den Playoff-Teams. Und da natürlich auch die Diskussion, dass jetzt 9 Mannschaften mit dem Album sind, die es gar nicht zur Europameisterschaft geschafft haben. Hier sind es ja in dem Fall die Polen, heißt also, wir haben Sticker von Estland, Wales und Finnland, die gar nicht dabei sind. Da bin ich aktuell immer noch so ein bisschen zwiegespalten, denn ich frage mich natürlich, wie man das Ganze überhaupt besser hätte lösen können. Der Tops hat sich jetzt für die Variante entschieden, alle Playoff-Teams mit aufzunehmen. Irgendeine provisorische Lösung musste man sich ja ohnehin einfallen lassen, denn wenn man das Album erst produziert hätte nach den Playoff-Spielen, dann hätten wir das vermutlich erst nach der Europameisterschaft bekommen. Und so hat man sich, wie gesagt, dafür entschieden, alle Playoff-Teams mit aufzunehmen. Eine alternative Lösung wäre sicherlich gewesen, hier entsprechend eine leere Doppelseite reinzumachen und dann im Nachhinein nochmal ein Update-Set zu drucken, das dann die 3 Teams, die sich qualifiziert haben, enthalten hätte. Da hätte es dann aber auch wieder eine Sonderform von den Stickern geben müssen, denn diese ganzen Angaben, die wir jetzt hier rund um die Sticker finden, genauso wie hier oben den Namen und die entsprechenden Übersetzungen und all das, was hier zusätzlich bereits ins Album reingedruckt ist, das hätte man dann natürlich auch erst nachträglich einkleben können oder alternativ bei diesen Playoff-Teams dann ganz drauf verzichten müssen. Das wäre also so ein bisschen der Nachteil eines Update-Sets gewesen, weswegen ich da auch so ein bisschen gespalten bin, ob das unbedingt die bessere Lösung gewesen wäre. Lässt sich sicherlich weiterhin prima drüber diskutieren. So, dann sehen wir hier auch mal eins der Bilder mit den Sehenswürdigkeiten, nämlich von Tschechien, das dann auch mal einigermaßen gut zusammengepasst hat. Das ist ja grundsätzlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei diesen Doppelbildern. Wenn das dann nicht sauber geschnitten ist, dann muss man da entweder selber ordentlich nachkorrigieren oder schauen, dass man ein passendes Gegenstück findet. Vielleicht hier noch als Ergänzung ein bisschen schade, dass Tops diese kleinen Sticker nicht auch foliert gedruckt hat, so dass sie zu den restlichen Star-Playern passen. Da hätte man das Ganze noch mal ein bisschen mit aufwerten können. So, und dann sehen wir hier die letzten Teams aus der Gruppe F. Zunächst die Playoff-Teams und dann haben wir noch das Team von Portugal, das von Tschechien und dann noch die Euro-Legenden. Und da war tatsächlich bisher erst eine von in den Packs enthalten. Dafür die gleich zweimal, nämlich Gareth Bale. Ja, das ist also der bisherige Stand. Ihr seht es hier, die eingehefteten Aufkleber habe ich bisher nicht verwendet.
werde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Und dann wollen wir das Ganze, wie gesagt, jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich hatte es zwischendrin ja schon mal angesprochen. Wir hatten insgesamt 59 Stickertüten, 3 aus dem Starterpack, 10 einzelne aus der Displaybox, je 7 aus Eco und Multipack, 8 Stück aus diesem speziellen Edeka Multipack, 9 aus der Sticker-Tin und 15 aus der Mega Eco Box. Macht zusammen 59, insgesamt 354 Sticker. Davon sind 238 schon im Album gelandet. 29 weitere kommen noch in Frage mit diesen Sehenswürdigkeitenbildern und den Starplayern. Da habe ich in dem Fall jetzt mal mit der Signature-Variante gerechnet, da ich davon schon 6 Stück habe, während ich nur 3 von den normalen habe. Macht also insgesamt 267 Sticker, die in der Theorie schon in diesem Album drin sind. Dem gegenüber steht dann ein Pack mit 73 Doppelten. Dazu kommen dann die 3 Starplayer, die ich nicht verwenden könnte, wenn ich mich für die Signature-Variante entscheide. Dann hatte ich 2 Sticker dabei, die Tops richtig schön verschnitten hat. Ihr seht es hier an dem Österreich-Wappen, wo oben ein ganzes Stückchen fehlt im Vergleich mit einem normal großen Sticker unten drunter. Die fallen also auch raus. Und dann hatten wir in den Produkten noch 9 Parallel-Sticker, für die ich dann ja letztendlich auch keine Verwendung im Album habe. Ihr seht es, 2 mit den Euro-Bordern aus der Mega Eco Box, 2 Tops Foil Sticker und 5 von den Purple Parallels. Macht also insgesamt 87 Sticker aus den Produkten, die nicht verwendbar waren. Und somit haben wir eine Quote von 25% an Stickern, die nicht im Album gelandet sind. Wenn man das jetzt mal mit so einer 100er Displaybox vergleicht, bei der nochmal rund 40 Packs dazukommen und bei der so rund 5% der Sticker doppelte oder Parallel Sticker sind, dann sieht man, glaube ich, recht eindeutig, dass man mit so einer großen Displaybox, sofern natürlich das Album noch leer ist und man bei 0 startet, sich deutlich weniger Doppelte einfängt, als wenn man diese ganzen kleinen Einzelprodukte holt, die bisher hier auf dem Kanal in den Videos vorgestellt wurden. Der Vorteil an den kleineren Produkten ist hingegen, dass Topstar ja ein Golden Signature Sticker garantiert, und da die goldenen Starplayer Sticker in den Displayboxen wohl auch sehr rar vertreten sind. Ich habe viele Boxen gesehen, in denen gerade mal 4 oder 5 Stück davon drin waren, und das bei insgesamt 100 Päckchen. Da haben wir mit den bisher gezogenen 9 Stück aus knapp 60 Päckchen natürlich schon eine deutlich bessere Quote. Für alle, die noch neu einsteigen, macht es also, denke ich, Sinn, erstmal mit einer solch großen Displaybox anzufangen und dann mit diesen kleinen Produkten zu ergänzen, um die goldenen Starplayer-Sticker voll zu bekommen. Denn die dort, wie gesagt, deutlich häufiger vertreten als in den großen Displayboxen. Wie ihr das seht und welche Eindrücke ihr bisher bei dieser Kollektion gesammelt habt, könnt ihr jetzt natürlich gerne noch unten im Kommentarfeld ergänzen. Ich freue mich da schon auf euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr mit einem Klick auf den Like-Button noch ein bisschen Support für diesen Kanal da lasst. Wann es das nächste Update zu diesem Album geben wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Sinn macht das Ganze vermutlich erst nach dem Öffnen einer kompletten Displaybox, und danach sind wir dann hoffentlich auch schon recht dicht an der Komplettierung angekommen. Verpassen tut ihr das Ganze nicht, wenn ihr euch bereits eins der kostenlosen Kanalabos gesichert habt. Falls nicht, könnt ihr das jetzt noch schnell mit dem Klick auf den roten Abo-Button nachholen, und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.